Hallo, willkommen zurück bei Ayana Gachana. Und wir beginnen oder hören auf, uns den Weg durch das 21. Kapitel zu bahnen. Wir haben über diese Flasche gesprochen und wir haben darüber gesprochen, kann das in die Existenz kommen und kann das aus der Existenz gehen, in ein und derselben Flasche existieren? Kann die gleiche Flasche diese beiden Eigenschaften zur gleichen Zeit haben? Können diese beiden Eigenschaften in dieser Flasche leben? Sind sie, wie nennt man das, kompatibel in der gleichen Wohnung? Die Flasche genannt wird was? Das ist in die Existenz kommen und das aus der Existenz gehen. Sind sie in der gleichen Wohnung, in der gleichen Flasche vereinbar? Das haben wir besprochen. Und jetzt Nagarjuna, Arya Nagarjuna. Übrigens, lasst uns über das Wort Nagarjuna sprechen. Es ist Tradition, niemals Nagarjuna zu sagen. Es ist Tradition, dass man immer Arya Nagarjuna sagt. Es ist so, man würde den Präsidenten der USA nicht so rufen. Du weißt schon, hey du oder so. Oder deine Mutter. Du würdest sie nicht anrufen, hey hey. Du würdest sie nicht mit ihrem Vornamen ansprechen normalerweise. Hey Lizzie oder so ähnlich, weißt du? Also es ist einfach. Er ist der einzige Arier in 500 Jahren. Lasst uns ihm etwas Anerkennung zollen. Also, Aren Nagarjuna, er wirft eine Bombe, was sehr ungewöhnlich für ihn ist. Er wirft in dieser ganzen Diskussion eine Bombe. Und hier ist sie, Kapitel 21, Vers 6. Er fragt, ihr wollt diskutieren, ob diese Flasche in die Existenz gekommen ist oder und aus der Existenz geht, in der gleichen Flasche. Ihr wollt diskutieren, ob diese beiden Eigenschaften gleichzeitig in derselben Flasche vorhanden sein können oder ob sie dort leben können. Darüber wollt ihr reden? Wir sagen ja, wir wollen es wissen. Und er sagt, ich will euch etwas sagen. Das macht er immer. Er sagt, lass mich dir etwas sagen. Er ist wie ein New Yorker. Lass mir dir etwas sagen über deinen Kaffee. Sagt, du willst, dass ich dir sage, ob das Kommen in die Existenz und das Gehen aus der Existenz in derselben Flasche zusammenleben können? Oder willst du, dass ich dir sage, dass sie es nicht können? Ich werde dir sagen, was es ist. Keine zwei Dinge im Universum könnten am selben Ort sein oder nicht am selben Ort sein. Das ist meine Antwort. Warte, wir wollen nur wissen, ob diese Flasche in die Existenz kommen kann und aus der Existenz gehen kann. Ob diese beiden in der Flasche sein könnten. Und dann sagt er, zur gleichen Zeit. Gleichzeitig richtig. Und er sagte, oder können sie nicht zur gleichen Zeit in der Flasche sein? Und er sagte, hör zu, ich will dir etwas sagen. Keine zwei Dinge können in deiner Wohnung zur gleichen Zeit zusammen sein und keine zwei Dinge können in deiner Wohnung zur gleichen Zeit nicht zusammen sein. Also halt die Klappe. Das ist sein Ding. Beide Optionen sind falsch. Gib mir nicht beide Möglichkeiten. Können deine Schuhe und deine Trainingshose zur gleichen Zeit im selben Raum sein? Schlechte Frage. Oder meinst du, sie sind nicht im selben Raum zur gleichen Zeit? Das ist eine schlechte Frage. Warum? Weil, wenn du denkst, dass das Paar Schuhe zwei getrennte Schuhe sind, wenn man sie so sieht, dann kommt das von dir, nicht von den Schuhen. Und wenn du sie als ein Paar Schuhe wahrnimmst, ein Paar Schuhe, dann bist das auch du. Sie sind beide ein Paar Schuhe und zwei verschiedene Schuhe, aber sie sind nicht auch nicht Schuhe und sie sind auch, er sagte, schlechte Frage. Warum? Wenn du mich fragst, ob sie zusammen in dem Raum sind und wenn du mich fragst, ob sie nicht zusammen in dem Raum sind, dann denkst du, dass beide Fälle von ihrer Seite kommen. Und das ist falsches Denken. Das kommt, das kommt nicht. Es kommt nicht so. Beide Optionen sind falsch, weil sie beide davon ausgehen, dass die Schuhe von ihrer Seite kommen. Das war schon. Kannst du sie als ein Paar Schuhe sehen? Ja. Kannst du sie als getrennte Schuhe sehen? Ja. Ist eine der beiden Möglichkeiten sinnvoller von der Seite des Schuhs aus? Nein. Sie haben dir nicht gesagt, wie du über die Schuhe nachdenken sollst. Du hast entschieden, wie du über die Schuhe denkst. Und du warst gezwungen, dies so zu tun, wegen deiner Samen, in deinem Geist. Du bist gezwungen, sie als ein Paar Schuh zu sehen
Oder du bist gezwungen, sie als zwei getrennte Schuhe zu sehen, weil sie nicht zwei getrennte Schuhe sind da draußen von ihrer Seite. Und sie sind nicht ein Paar Schuhe von ihrer eigenen Seite aus. Keines von beiden. Und genau das sagt dieser Wert. Entweder sind die Dinge an der gleichen Stelle zur gleichen Zeit vorhanden oder sie sind nicht am selben Ort zur gleichen Zeit vorhanden. Es gibt keine der beiden Möglichkeiten. Wie können sie überhaupt auf diese Weise existieren? Jetzt habe ich einen Vorschlag. Angesichts der verbleibenden Unterrichtszeit, die wir noch haben, was im Grunde 2 Unterrichtsstunden sind, habe ich ein Gefühl, was in diesen Klassen vor sich gegangen ist. Ich habe das Gefühl, wir haben mit einzelnen Klassen angefangen, wir haben uns in dieses Thema gestürzt und ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Ich habe das Gefühl, dass wir tief gegraben haben und tiefer gegangen sind. Und das ist der ganze Sinn der Nagarjuna-Serie, tiefer zu gehen. Aber ich denke, es gibt da eine Schwäche, dass wir nicht den ganzen Fluss sehen. Wir haben eine coole Idee Nummer 1, hier drüben coole Idee Nummer 2, coole Idee Nummer 3. Wir sind tief gegangen, aber wir haben die Ideen nicht wirklich miteinander verbunden. Was ist der Fluss? Hat dieses Buch einen Fluss? Und das ist es, was ihr herausfinden werdet, Leute. Aber ich dachte, es wäre hilfreich, bevor wir diesen Kurs beenden, Kurs 4 der Nagarjuna-Reihe, und ich glaube, es wird 6 geben, vielleicht sogar 7. Aber warum schauen wir uns nicht den Fluss der ganzen Sache an? Und es wird mehr brauchen, mehr als eine Klasse. Ich schlage vor, dass wir jetzt damit beginnen, mit der Diskussion über den Fluss. Werden wir tiefer gehen in diesem 21. Kapitel, Kapitel 21. Also werden wir den Rest dieses Kapitels sowieso in Gesprächsfluss aufgreifen. Und wenn wir den Rest dieses Kapitels abschließen, werden wir nie zu dem Gespräch über den Fluss kommen. Dann habe ich das Gefühl, dass du es nicht so, wie es eigentlich sein sollte, lernen wirst. Aber ich möchte gerne anfangen, über den Fluss zu sprechen. Wenn wir zu Kapitel 21 kommen, in der Diskussion über den Fluss, werden wir langsamer werden. So, jetzt geht's los. Tim, mach deinen Computer bereit. Suche nach Klasse 15. Es steht in den Klammern, richtig? Hast du es? Okay, los geht's. Ich gehe wieder durch alle Klassen, die wir bis jetzt gemacht haben. Ich gehe einfach durch und ich erinnere dich daran, worüber wir gesprochen haben. Und was mache ich auch? Ich versuche dir ein Gefühl zu vermitteln, wie es sich entwickelt hat. Wie fließt das Kapitel, wie fließt dieser Teil des Buches? Denn wir hatten getrennte coole Klassen über diese Ideen. Aber wir haben nicht gesehen, wie sie fließen. Also werden wir daran arbeiten. Also gut? Das ist enthusiastisch. Das war nur ein Scherz. Alles klar? Also los geht's. Erstes Bild hier. Wir verwenden dieses Bild. Warum zeige ich dieses Bild? Kann mir das jemand sagen? Titel des Buches. Ja, Titel des Buches. Das ist ein Schiff. Schiff zum Überqueren, um über den Ozean zu fahren. Die Leerheit, der Leerheit. Ja, ein Schiff zum Überquerung des Ozeans der Leerheit. Ja, gut. Und was ist dann das Buch, auf das es sich bezieht? 3 Bücher eigentlich. Johnny Lama bezieht sich auf Tsongkhapa. Ja, Tsongkhapa, der sein Buch angeführt hat. Sein Kommentar heißt Das Meer der Logik. Welche Art von Logik? Die Logik der Leerheit. Jedes Mal also, wenn du Logik siehst bei der Verwendung dieser Themen, bedeutet es Leerheit, bedeutet es Beweise der Leerheit. Tsongkhapa schrieb ein Buch mit dem Titel Der Ozean der Beweise für Leerheit. Und dann wir, Chandrakirti. Chandrakirti schrieb ein Buch mit dem Titel den mittleren Weg betreten. Und das Wort, das für das Betreten verwendet wird, das in Sanskrit lautet Madhyamaka Avantara, bedeutet nie auch einen Ozean zu überqueren. Sie machen also alle ein Wortspiel miteinander. Tsongkhapa schrieb also ein Buch über den Ozean der Logik, um das Meer zu überqueren. Und wo ist die Logik? Das ist ein Wortspiel, Logik. Logische Leerheit. Nun, Nagarjuna, gesammelte Werke, werden genannt die 6 Bücher der Logik. Und es sind keine Logikbücher, es sind Argumente zur Begründung der Leerheit. Sie sind also
alle miteinander verbunden. Chandrakirti, Tsongkhapa, Johnny Lama und Chandrakirti. Sie sind alle miteinander verbunden, nur durch den Titel. Dieser coole Titel. Und ich wage zu behaupten, es war ein Lieblingsthema dieser Autoren, dass intelligente Studenten mehr Informationen über die Lehrheit haben wollen. Und wir alle haben die Leute sagen hören, oh, ihr seid zu intellektuell oder ihr redet zu viel oder ihr übersetzt zu viel oder ihr habt zu viele Bücher. Und die Ansicht derjenigen, die die Bücher geschrieben haben, ist, dass man mehr studieren muss. Und das ist es. Du musst mehr lernen. Der Schüler ist scharf, scharf, scharf. Der Schüler, der schneller zur Erleuchtung kommt, wird von mehr Beweisen der Lehrheit angezogen. Punkt. Punkt. Der Student der Milliarden von Menschen am frühesten helfen wird von weiteren Erklärungen der Lehrheit zutiefst angezogen. So ist es nun mal. Also spring in den Ozean, surf im Ozean. Wisst ihr, ich bin alt. Ich bin 69. Seit 50 Jahren höre ich Leute sagen, warum wir nicht noch mehr studieren sollten. Wir sollten nur rumsitzen und nachdenken. Ich weiß es nicht, aber es ist total falsch. Und ich bin nicht abgeneigt, es zu sagen. Es ist eine idiotische Idee, dass man nicht mehr Lehren über Lehrheit studieren sollte. Du musst es tun. Du musst es tun. Und es sind diese Menschen, die mehr Menschen helfen werden, nicht diejenigen, die etwas anderes machen. Das ist der Standpunkt dieser Linie. Das ist mein Standpunkt und ich habe sie gesehen. Zweite Sache. Zweites Bild. Wir haben angefangen, wir haben die Reihenfolge der Kapitel gesprochen und das hat uns auf die Palme gebracht. Wie viele Kapitel hat dieses Buch? 27 Kapitel und sie sind kurz. Einige von ihnen sind 2 Verse lang, 3 Verse lang. Das sind nicht einmal ein richtiges Kapitel, aber es sollte dir irgendwann in den Sinn gekommen sein, irgendwann beim zweiten Kurs vor 2 Jahren, warum springt er einfach herum? Hat er ADS? Er hat ADS wegen der Leerheit. Er springt zwischen den verschiedenen Themen hin und her. Ich gebe dir das erste. Dann kannst du die anderen 26 herausfinden. Warum hat er mit Samen angefangen? Warum wurde das erste Kapitel eine Untersuchung der Bedingungen genannt? Was bedeuten karmische Samen? Das ist der Ausgangspunkt von allem. Ich werde dir also etwas über den Fluss erzählen. Es ist logisch, dass er mit karmischen Samen begonnen hat. Das ist gratis. Und jetzt musst du die anderen 26 Verbindungen herausfinden. Aber wenn du einer anderen Person helfen willst, beginnst du am besten mit dem Stift. Beginne darüber zu sprechen, wie die Samen den Stift erschaffen haben. Und er macht das Gleiche. Nagarjuna macht das Gleiche. In Ordnung. Bitte erinnere dich an den ersten Vers. Ich verneige mich vor dem höchsten aller Lehrer, vor dem vollkommenen Erleuchtenden, der uns lehrt, diesen Frieden zu erreichen, wo unsere Fantasien darüber, wie die Dinge existieren, zu einer endgültigen Ruhe gebracht werden. Ich verneige mich vor dem, der uns gelehrt hat, dass die Dinge in Abhängigkeit geschehen. Nichts endet, nichts beginnt. Nichts endet, nichts dauert ewig. Nichts kommt, nichts geht. Keine 2 Dinge sind verschieden. Noch sind sie 2 gleich. Jetzt habt ihr mehr Verständnis für die ersten Zeilen. Diese Eröffnungszeilen sind super berühmt und sie fassen so ziemlich das ganze Buch zusammen. Entschuldigung. Ja. Ich werde nun nur über die Elemente dieses Verses sprechen. Es gibt 8 verschiedene Ideen, die hier zum Ausdruck kommen. Und Johnny Lama sagt, der ganze Vers ist über, ich gebe dir eine Wahl, Leerheit oder abhängiges Entstehen. Nein, du musst dich entscheiden.
Abhängiges Entstehen. Ja, abhängiges Entstehen. Sehr interessant. Die Eröffnungszeilen des berühmtesten Buches über die Leerheit handeln nicht von der Leerheit, sie handeln von abhängigem Entstehen. Aber in den ersten Zeilen leugnet er 8 Dinge über das abhängige Entstehen. Ja, alles kommt von einer Ursache. Was ist die Wurzel? Was ist ein Bo? Wir hatten es in Zugangstext. Was ist das erste Prinzip des abhängigen Entstehens? Man kann das abhängige Entstehen lehren mit einem Satz oder 12 Links entscheiden. Und das Sutra, das erste Sutra über das abhängige Entstehen, heißt das erste Prinzip und die 12 Glieder. Das erste Prinzip ist, wenn dies passiert, passiert jenes. Wenn dies beginnt, beginnt jenes. Das nennt man das erste Prinzip. Er sagt also 8 Dinge über das erste Prinzip. Warum sind wir so besessen davon, wenn das passiert, passiert das? Warum sind wir so besessen von den Samen ist, weil du das Leiden in deinem Leben nicht beenden kannst, indem du dich mit dem Leiden in deinem Leben auseinandersetzt. Du musst herausfinden, was es verursacht. Du kannst dich nicht mit den Ergebnissen beschäftigen, du musst auf die Ebene der Ursache handeln. Geh nicht ständig runter auf Hände und Knie, um jeden Morgen das Wasser in der Küche aufzuwischen. Um Gottes Willen, schau unter die Spüle, finde, wo es undicht ist, und du wirst dir so viel Ärger ersparen. Du kannst die Probleme in deinem Leben nicht aufhalten, indem du versuchst, die Probleme in deinem Leben zu stoppen. Du kannst die Probleme in deinem Leben nur aufhalten, indem du sie stoppst, wo sie herkommen. Und wenn du das nie kapierst, dann wirst du dein ganzes Leben damit verbringen, zu versuchen, glücklicher zu sein. Und du wirst einfach scheitern. Immer und immer wieder. Versuche nicht, deine Frau oder deinen Mann zu ändern. Bring deine Samen in Ordnung. Das ist das Leck unter dem Waschbecken. Die Art, wie dein Mann redet, die Art, wie deine Frau redet, ist das Wasser auf dem Boden. Aber wenn du es ändern willst, dann ändere das Waschbecken. Schau unter das Waschbecken. Schau hier, denn die Samen bringen das hervor, was sie sagen. Die große Sache am Buddhismus ist, dass man nach den Ursachen sucht und nicht versucht, gegen die Ergebnisse zu arbeiten, die bereits herausgekommen sind. Dafür ist es zu spät. Es ist einfach zu spät. Sprich mit deinem Mann. Oh, bitte nenn mich nicht so. Bitte sag nicht solche Sachen zu mir. Es ist zu spät. Er hat sie bereits gesagt. Finde die Ursache und stell das Wasser ab. Das ist also der Grund, warum wir über die Leerheit des abhängigen Entstehens reden. Und los geht es. Die erste, etwas, das jemals in dem Sinne enden könnte, dass es Moment für Moment aus der Existenz blinkt, ist kein abhängiges Entstehen. Abhängiges Entstehen ist nicht etwas, das blinken könnte. Hinein und heraus aus der Existenz, Moment für Moment. Tut es das? Ja, das tut es. Aber tut es das? Nein, tut es nicht. Zweitens, abhängiges Entstehen ist nicht etwas, das jemals beginnen könnte, im Sinne von beginnen könnte, selbst zu sein. Was bedeutet das? Von seiner eigenen Sache aus. Abhängiges Entstehen. Nummer 3 ist nicht etwas, das jemals aufhören könnte, in dem Sinne, dass es bis zu einem bestimmten Punkt existiert und dann aufhört. Nein, das kann es von sich aus nicht. Aber du kannst es abschalten. Es ist alles die gleiche Pointe. Nummer 4. Ist abhängiges Entstehen etwas, das für immer andauern kann und niemals zerstört werden kann? Nein. Aber kann man den Kreislauf des Lebens aufhalten? Ja. Das ist nicht das, was wir sagen. Du musst ihn hier stoppen. Ist das abhängige Entstehen etwas, das jemals von dort nach hier kommt? Nein. Aber tut es das? Ja. Woher kommt es? Von mir. Ist abhängiges Entstehen etwas, das jemals von hier nach dort gehen könnte? Nein. Aber tut es das? Ja. Und warum? Weil es von mir kommt. Hier ist das, was uns interessiert hat. Können 2 Dinge jemals verschieden voneinander sein? Können sie zum Beispiel denselben Raum einnehmen und trotzdem unterschiedlich sein? Nein. Können 2 Dinge dasselbe sein und den gleichen Raum einnehmen? Und du sagst nein. Das ganze Buch beginnt also mit 8 Neins. Das ist wie ein Gespräch mit deinen Kindern. Spricht Joquin? Nein. Wann hat er Nein gelernt? Erinnerst du dich daran? Er sagt Nein. 8 Monate. 8 Monate.
Es gibt wahrscheinlich ein Buch über die Entwicklung von Kindern. In welchem Monat beginnt Ihr Kind Nein zu sagen? Hat er zuerst Nein oder zuerst Ja gesagt? Nein. Er hat zuerst Nein gelernt? Das habe ich mir schon gedacht. Nein, ich habe das noch nie als Elternteil durchgemacht. Und ich möchte hier zu Beginn der Zusammenfassung anmerken, dass Arias Ansatz überwiegend negativ oder positiv ist. Ja, er verbringt das ganze Buch damit, richtig. Genau wie in der ersten Vers sagt er, nicht was ihr denkt, nicht was ihr denkt, nicht was ihr denkt. Was willst du, dass ich denke? Nein, nicht was du denkst. Und ich so, wow, weißt du, also das ganze Buch ist, er hätte es nicht was du denkst nennen sollen, weil er uns nicht sagt, was er denkt. Ich glaube nicht im ganzen Buch, oder? Aber okay. Und hier ist die Pointe, die Eiscreme. Vergiss das hier nie. Vergiss hier nie. Es gibt Stücke der Realität draußen in der Welt, wie Teile des Stifts. Es gibt die Spitze und den Stift, aber dein Verstand fügt sie zusammen. Sie gehören natürlich nicht zusammen. Dein Verstand fügt Dinge zusammen. Je nachdem, vergiss das niemals, je nachdem, wie du andere Menschen behandelst. Wie du nett zu anderen Menschen bist, werden die Sachen, die du zusammenstellst, cool sein. Und wenn du nicht nett zu anderen Menschen bist, werden die Sachen, die du zusammenstellst, nicht cool sein. Was haben wir gesagt? $100, $300 Frage. $300 Frage. Wenn jemand die Leerheit richtig lehrt, dann innerhalb von ein paar Minuten sagen wir, ja gut, 300 Mäuse für Tim. Du behältst dein eigenes Geld selbst im Auge. Gut, ich kann den Überblick behalten. Ja. Wenn eine Person die Leerheit genau erklärt, dann sollte auch darüber reden, innerhalb von ein paar Minuten zu anderen Menschen nett zu sein. Denn das ist es, wovon Leerheit handelt. Warum reden wir darüber, nett zu anderen Menschen zu sein? Wir reden über Schokoladensauce. Wer hat die Schokoladensauce für den Eisbecher gemacht? Das Eis zubereitet. Es bedeutet, nett zu sein zu anderen Menschen. Es sind die Samen in deinem Kopf. Wenn jemand über Leerheit, bla 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 bla, und er fängt nicht an, über Samen zu reden, dann stimmt etwas nicht. Und wenn er es nicht schafft, Mitgefühl und Liebe für andere Menschen zu empfinden, versteht er die Leerheit nicht. Das will ich damit sagen. Wir haben uns die Reihenfolge der Kapitel angeschaut. Wir haben nicht versucht, es herauszufinden. Wir haben gesagt, das ist dein Problem. Eure Teams werden das herausfinden. Viel Glück dabei. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ich Zeit hätte, würde ich es tatsächlich nur zum Spaß machen. Ich denke, es wäre interessant, ein Buch darüber zu schreiben. Ich denke, es würde ein nettes kleines Buch abgeben. Aber ich weiß, dass ich keine Zeit habe. Vielleicht kann es einer von euch versuchen. Aber wir haben gesagt, dass wir 6 Kapitel behandeln würden. Und wir haben nur 4 behandelt. 3,5 irgendetwas. Was sind die 6 Kapitel? Ich sage dir die Namen. Aber ich werde nicht versuchen, sie miteinander zu verbinden. Das ist deine Aufgabe. Kapitel 18 war, es heißt eine Untersuchung. Wenn du dich nicht erinnern kannst, sag einfach eine Untersuchung von der Person und dem Ding. Das Ding hier bedeutet Teile der Person. Teile der Person. Ja, genau, immer. In diesem Zusammenhang bedeutet es immer Teile der Person. Wie kann man das anders sagen? Aha. Und Mann. Ich und mein. Ja, ich und mein. Das wird interessant. Ja, ich und mein. Vor allem das mein. Was ist mein? Was sollte ich schützen? Was sollte ich versuchen anzuhäufen? Das mein. Wie auch immer, es ist großartig, ein Kapitel zu haben, welches Barisha ich und mein heißt. Und das wir untersuchen sollten, wie ich schon sagte, dies ist das beliebteste Kapitel. Dies ist das am meisten zitierte Kapitel von allen Büchern über Leerheit. Wenn jemand ein Buch über Leerheit schreibt, wird er dieses Kapitel mehr als jedes andere Buch zitieren. Es gibt später noch ein weiteres beliebtes Kapitel, aber dies ist das große Kapitel. Kapitel 19, Untersuchung von Zeit. Das war irgendwie lustig. Warum kommt es von ich und mein? Du findest es heraus. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
Wer erschafft Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Das entwickelte sich aus einer Diskussion zwischen mich und mein. Wahrscheinlich wird Dr. Yasso es herausfinden. Es wäre lustig, wenn du etwas schreiben würdest. Kapitel 20. Eine Untersuchung darüber, wie Ursache und Bedingungen zusammenkommen. Der perfekte Moment, wenn du den Samen hast. Die Erde, fruchtbaren Boden, Dünger, Wasser, Sonnenlicht und einen Gärtner. Das ganze Zeug ist fertig und im nächsten Moment, plopp, kommt der Baum raus. Wie das passieren kann, ist unmöglich. Stell es dir einfach vor. Oh, ich habe Samen im Laden gekauft. Veronika hat im Laden Samen gekauft. Wir haben gerade etwas Bok Choy gekauft. Gott weiß warum. Bok Choy Samen mit der Erde und Dünger und Wasser. Und wir pflanzen sie ein, sobald der Frühling kommt. Und dann kümmern wir uns um sie. Versuch einfach das Gefühl zu bekommen, dass alles da ist, alles ist bereit. Alles ist perfekt da. Und dann in der nächsten Millisekunde kommt der Sprössling. Aber was passiert dazwischen? Was ist es, wenn alles zusammenkommt? An welchem Punkt ist alles zusammen und dann an einem Punkt, wo ist die Spitze des Sprosses? Das ist seltsam. Es kann keine Spitze des Sprosses geben, denn er müsste eine vordere, obere Spitze und den unteren Teil der Spitze haben und den unteren Teil der Spitze. Selbst das Herauskommen der Spitze ist unmöglich. Das sollte dich stören, wenn du dieses Buch gut studiert hast. Im Kapitel 21 geht es um in die Existenz kommen und aus der Existenz gehen. Und das sind die 4 Kapitel, die wir gemacht haben. Lasst es uns noch einmal sagen. Wir haben mich und mein untersucht, dann gingen wir zur Zeit, dann kamen wir auf all die Bedingungen zusammen und dann gingen wir zum Auftauchen und aus der Existenz gehen. Das ist es, was wir gemacht haben. Wir haben diese 4 gemacht. Was sind die 2 Kapitel, die wir versuchen wollten durchzugehen und die wir nicht geschafft haben? 22 ist sexy. Es scheint eine Untersuchung der Buddhas zu sein. Und es wäre schön, Buddhas zu erforschen, besonders in diesem Kontext der Leerheit. Und das Kapitel 23 ist faszinierend. Es heißt eine Untersuchung von Bubus. Ist das nicht interessant? Ein Kapitel zu schreiben, das Untersuchung, wie man es vermasseln kann, heißt, das ist irgendwie deprimierend, aber es ist ein ganzes Kapitel nicht über die Fehler, die man machen kann, sondern über den Prozess, einen Fehler zu machen, was noch viel faszinierender ist. Wir werden also dorthin kommen. Warum hat Geshe-la das in dieser Klasse, diesem Kurs nicht behandelt? Vielleicht wolltet ihr eine Chance geben, es persönlich zu erleben. Wie man Fehler macht. Übrigens, es gibt immer einen gewissen Verdacht, dass Lehrer so etwas planen. Ich tue das nicht, aber es gibt immer diese Möglichkeit. Es gibt 5 große Teile in dieser Diskussion über die Leerheit von Ich und Mein. Und ich werde einfach durch diese 5 gehen, weil es irgendwie Spaß macht. Wir haben sie gemacht, aber du hast den Fluss nicht gesehen. Wenn du über die Leerheit von Ich und Mein reden willst, wirst du zuerst über die wahre Natur von Ich und Mein reden. Was im Wesentlichen eine Diskussion darüber war, ob ich oder ob ich nicht mein Körper und mein Geist bin. Wenn ihr also über die wahre Natur von Ich und Mein spricht, ist das Thema, ob ich mein Körper und Geist bin oder nicht. Wenn ihr also über die wahre Natur von Ich und Mein diskutiert, ist das Thema, ob ich mein Körper und mein Geist bin oder ob ich nicht mein Körper und mein Geist bin. Bin ich getrennt von meinem Körper und meinem Geist? Könnte mein Geist verrückt sein? Könnte ich Alzheimer bekommen und sterben und trotzdem sein? Bin ich mein Körper und mein Geist oder bin ich es nicht? Bin ich unabhängig? Könnte ich irgendwie weitermachen ohne Geist und Körper? Wir haben darüber gesprochen. Und der Punkt 4, ich weiß nicht was. Ich denke, dies ist ein großartiges Bild für Körper und Geist. Ich habe es auf meiner 123 Webseite gefunden.
Sie haben großartige, das Schöne daran ist, dass die Bilder gut sind, aber sie haben sie auch richtig bezeichnet, sodass man sie finden kann. Wie auch immer, dies hier ist Körper und Geist fallen auseinander. Yeah! Dann kam die Frage, ob Michaels Körper und Geist ist. Dann blinkt Michael hinein, in und heraus aus der Existenz, Millisekunde für Millisekunde. Und Michael ist nicht so viel Michael in der zweiten Millisekunde, wie Michael war in der ersten Millisekunde. Kann Michael weniger Michael und mehr Michael sein, wenn der Tag vergeht, weil mein Körper und mein Geist es sind? Sie sind weniger Körper und Geist oder mehr Körper und Geist im Laufe des Tages. Aber ist das, wenn Sie mir gehören, bekommt Michael dann weniger und mehr? Bin ich mehr Michael am Morgen und weniger Michael am Nachmittag? Ich denke schon. Aber genau das ist das Problem, wenn ich mein Körper und mein Geist bin. Wenn ich nicht mein Körper und mein Geist bin, dann könntest du nicht sagen, Michael wird alt und Michael wird in sein nächstes Leben gehen oder Michael ist in diesem Leben gekommen. Du kannst solche Dinge nicht sagen, weil wenn ich nicht verbunden bin mit Dingen, die Zeit aufweisen, wie kann man denn sagen, dass ich älter werde? Wenn Michael nur eine Idee ist, wie kannst du dann sagen, dass er durch sein Leben geht? Oder sammelt er weitere Jahre? Wie kannst du das sagen, wenn wenn ich nicht mein Körper und mein Geist bin, aber wenn ich mein Körper und mein Geist bin, dann blinke ich hinein und heraus aus der Existenz in jeder Millisekunde. Manchmal bin ich weniger Michael und zu anderen Zeiten bin ich mehr Michael. Wenn ich trainiere, bin ich mehr Michael. Wenn ich Schokolade esse, bin ich weniger Michael. So etwas in der Art. Das ergibt keinen Sinn. Beide Möglichkeiten klingen komisch. Das war die ganze Idee. Ich hatte ein Babygen. Ich habe versucht, ein Beispiel zu finden für sich durch das Leben zu bewegen und gleichzeitig eingefroren zu sein. Also er hat seinen Fuß oben, aber er ist noch nicht runtergekommen. Sieht aus wie Jacqueline. Das beste Bild von Jacqueline ist, wenn er den Priester bei der Dorftaufe segnet. Er ist so süß. Er ist wie, und der Priester ist wie, da ist dieses Bild. Es gebe also keinen Hinweis darauf, dass ich irgendwo gewesen bin oder dass ich irgendwo sein werde oder dass ich jetzt irgendwo hingehe. Ich wäre wie eingefroren, wenn ich nicht mit meinem Körper und meinem Geist verbunden bin. Könnte man nicht sagen, dass Zeit auf Michael anwendbar ist? Du könntest nicht sagen, dass er älter wird oder was auch immer, auch wenn ich nicht mein Körper und mein Geist bin. Also nächstes Bild. Ich kann nichts sehen. Wenn ich nicht mein Körper und mein Geist bin, dann kann ich die zwei wichtigsten Dinge, die mein Körper und mein Geist tun, nicht tun. Das erste ist das Wesentliche. Sie sagen in Abhidharma, dass 90% eurer physischen Sinne visuell sind. Du verbringst 90% deines Lebens damit, auf Farben und Formen zu achten und weniger auf Geräusche und Gerüche. Es sei denn, du leitest eine Kochsendung. Das war nur ein Scherz. Also, wenn ich nicht mein Körper und mein Geist wäre, dann, da ich nicht mein Körper bin, wäre ich weniger körperlich und ich hätte nicht so viele Fähigkeiten zu sehen, um in der zu 90% visuellen Welt zu leben. Und ich könnte nicht die 90% der mentalen Sachen tun, also Gefühle, Empfindungen, Bewusstsein. Ich wäre also das Bewusstsein und des Sehens beraubt. Und das ist es, was dieses Bild soll, wenn ich nicht mein Körper und mein Geist bin. Dann fast wie ein nachträglicher Einfall hatte er einen Vers, den wir nicht einmal behandelt haben. Übrigens, das ist alles ich. Ich gebe dir einen Hinweis. Wir haben gerade über mich gesprochen, über Körper und Geist. Dann hat er nur einen Vers über mein. Er sagt, schau, wenn du mich verstehst, ist mein kein Problem, weil deine Familie, dein Haus, deine Kinder, dein Hund, dein Arm, das ist all dasselbe wie Körper und Geist. Es ist einfach mehr mein, es ist mehr mich. Er verbringt nicht viel Zeit damit. Wenn du nicht du selbst bist, wie zum Beispiel könntest du dann, wenn du nicht ich bist, wie zur Hölle kannst du dann mein sein? Das ist eine einfache Frage.
Wenn du nicht ich bist, wie kannst du dann mein sein? Lass uns weitergehen. Lass uns fortfahren. Aber wir hatten ein Bild von diesen Mädchen. Ich weiß nicht, weil sie so besessen von ihrem Hasen ist. Und sie denkt, das gehört mir, das ist meins. Und ich denke, manchmal bringt mein uns mehr Ärger ein, als unsere Besitztümer zu schützen und unsere Beziehungen, unser Mann, unsere Frau und so weiter. Das braucht mehr Energie, als sich um mich zu kümmern. Ich habe dieses Bild in der Wiederholung verwendet, weil ich ein paar Worte wiederholen wollte, die wir hatten. Das eine ist ich und das ist Atma, Atma, langes A. Es sollte kein langes A sein, aber es ist eins. Manchmal passiert das im Anfangszustand. Atma oder Aham. Und dann war Mama war mein. Und dann hatten wir diese sehr wichtigen Worte, die sich auf das kosmische Raumschiff bezogen und die planetarischen Reisenden um den Sedona Kristallwirbel, genannt Amankara. Erinnert ihr euch an diese Erklärung? Das ist lustig. Also es gibt eine Erklärung in einigen Yogaschulen, Hindu-Schulen, dass Ahamkara komische Reisende sind, das ist eine ganze Geschichte und es ist alles völlig falsch. Es bedeutet nur, dass man Dinge als selbstexistent ansieht oder nicht. Nimmst du also mich oder mein? Es gibt eine lange Geschichte über ihr Raumschiff und was sie tun und solche Sachen. Das kannst du alles vergessen. Im Grunde genommen waren diese Schulen meiner Meinung nach einfach korruptierter Buddhismus. Wie der Buddhismus von jemandem, der das Buch einmal gesehen hat oder so. Dann hat er sich diese komischen Geschichte ausgedacht. Also verbring nicht viel Zeit damit. Verschwende nicht deine Zeit damit. Das ist meine Meinung. Ich sage nicht, dass es böse ist oder so etwas in der Art. Ich sage nur, dass du nicht ewig leben wirst und du hast keine Zeit, um etwas über die kosmischen Reisenden des Kristallwirbels herauszufinden. Ja, und dann fragte er, nun, was würdest du tun? Wie würdest du das in der Praxis ausdrücken? Und er sagte, ja, du müsst diese Tendenz untersuchen, sich an mich und die Mein zu klammern. Das ist es, was dir Schwierigkeiten in deinem Leben verursacht. Und ich frage euch, ich werde euch einen Hinweis geben, da ihr euch durch Seches Aro Buch gearbeitet habt, besonders Yassus seit Jahren. Was sagt er über mich und mein? Er sagt, es gibt zwei Versionen. Yasso. Es gibt zwei Versionen. Erstens, sie sagen, was ist die Wurzel alles Übels? Zu begreifen, dass die Dinge ihre eigene Natur haben. Ja, genau. Und dann fließt das in. Später kommt es zu einer Ich-Bezogenheit. Gut, schön. Ich-Bezogenheit. Also Ich-Bezogenheit. Selbstsucht ist nicht Selbstheit, aber sie sind verwandt. Zu glauben, dass du nicht davon kommst, wie du andere Menschen behandelst, wird dich automatisch dazu bringen, dich mehr um dich selbst zu kümmern. Und beides sind Tragödien, beides sind Katastrophen. Und dann die Tendenz, und dann die Tendenz, sich auf die Idee zu konzentrieren, dass ich und mein von ihrer eigenen Seite kommen, ist Chikta. $100. Ist Chikta. Blick der Zerstörung? Der Blick der Zerstörung. Warum heißt es Blick der Zerstörung? Weil es all die Probleme verursachen würde. Ja, es ist das erste Glied vom Rad des Lebens. Man sagt, ein Mann mit einem Gehstock, ein Missverständnis, aber das ist es nicht. Es missversteht nur mich und mein, um genau zu sein. Es ist kein allgemeines Missverstehen. Es ist nicht Machikpa, es ist Chikla. Das Missverstehen der Natur von mich und mein. Michael und Michaels Sachen und Michaels Freunde und Michaels Partner sind. Und wir hatten ein Bild von dieser Dame mit dem Missverstehen.
Ich ist das Mädchen und mein ist das Buch, weil mein Lieblingsbesitz Bücher sind. Dann gab es hier einen Teil namens Das ist ein cooler Teil. Dieser Teil war, wir gingen zu einem Teil im 18. Kapitel, wo er sagte, genug von der Theorie. Was ist die praktische Anwendung? Wie bezieht sich das auf den Fluss deines gesamten Lebens? In welchem Zusammenhang steht dies mit dem Fluss deines gesamten Lebens? Ich verstehe, dass ich und mein zu denken die Wurzel vom Rad des Lebens sind. Aber wie dreht es sich? Wie dreht es das Rad des Lebens zum Drehen? 5 Schritte. Wir nennen sie die 5 Schritte von Maitreya. Sie kamen in den ECI-Kursen vor. Nagarjuna bringt sie hier nach oben. Das ist sehr beruhigend, was sehr beruhigend ist. Jemand hat mir erzählt, dass er zu den Vorlesungen von gegangen ist und nicht verstanden hat, was ich lehrte, als ich es unterrichtete. Er hat sich ablenken lassen und hat angefangen, etwas anderes mit seinem Leben zu tun. Er ging zu den Unterweisungen von hohen Lamas. Und dann war er plötzlich schockiert, dass die hohen Lamas genau das lernten, was ECI lernte. Und dann war er sehr glücklich, dass er verstehen konnte, was zum Teufel los war, weil niemand sonst im Publikum es verstand. Warum rede ich darüber? Es gibt eine Beständigkeit in dieser Linie. Es gibt eine hohe Beständigkeit. Wenn du Unterweisungen von einem beliebigen Lehrer hörst, der in verschiedenen Teilen der Welt gut ausgebildet ist oder verschiedenen Nationalitäten von Lehrern, sie werden das Gleiche sagen, weil Nagarjuna worüber spricht, die 5 Stufen von Maitreya. 100 Jahre bevor Maitreya darüber sprach, was eine interessante Implikation ist. Wer sagt mir die 5 Schritte von Maitreya? Lass sie uns zusammen machen. Ich habe sie aus den ECI-Kursen herausgeschnitten. Nummer 1. Wir kommen dieses Lebens mit Samen, um die Dinge falsch zu sehen. Damit kommen wir in dieses Lebens. Du kannst immer sagen, es ist nicht meine Schuld, du hast recht, es ist die Schuld von Joe. Wir kommen in dieses Leben mit der Tendenz, 2 Dinge falsch zu sehen. Mich und mein. Schön. Wir kommen in dieses Leben mit der Tendenz, Michael misszuverstehen und Michaels Sachen. Dann auf der Grundlage, dann öffnen sich die Samen. Und ich missverstehe mich und mein aktiv. Ich bekomme also in dieses Leben, nebenbei bemerkt, manchmal kann man die 5 als 7 lehren. Das hängt davon ab, wie man es sieht. Du kamst. Ich liebe das einfach, weil es nicht deine Schuld ist. Du wurdest schief geboren. Also mach dir keine Sorgen. Du kamst in dieses Leben mit der Gewohnheit, die Dinge auf die falsche Weise zu sehen. Und dann sahst du die Dinge auf die falsche Weise. Und aus diesem Grund, das ist Maitreya, dann, wenn diese Samen sich öffnen, hast du 2 Dinge über dein Leben missverstanden. Was hat Maitreya gesagt? Dinge, die du magst und Dinge, die du nicht magst. Maitreya geht also in diese Richtung. Er sagt, aufgrund der Samen des Missverstehens von mich und mein, fängst du an zu missverstehen, warum du Geld bekommst und warum du von deinem Partner angeschrien wirst. Du missverstehst die Dinge, die du magst und du missverstehst Dinge, die du nicht magst. Und es sieht so aus, als ob sie aus dieser Richtung kommen. Dann wirst du defensive. Du willst die Dinge verteidigen, die dir gehören. Du willst die Dinge vernichten, die dich stören. Du willst mehr von dem bekommen, was du magst. Und deshalb schaffst du Karma. Du verursachst Karma, ja. Und dann pflanzen diese Karmas Samen, mit denen du in dein nächstes Leben gehen kannst. Und dann wird es ein Kreis. Du kannst also 5 Schritte sagen, du kannst 7 Schritte sagen. Aber es ist faszinierend, dass Nagarjuna die gleichen Schritte beschrieben hat, die in der Schrift noch nicht beschrieben sind. Denn so ist es nun mal.
und jeder kann es herausfinden. Man nennt es, ich denke, jemand sollte ein Buch darüber schreiben. Es ist der falsche Blick auf Dinge, der zu Missverständnissen führt oder Sympathie oder Abneigung. Es ist eine falsche Betrachtungsweise der Dinge. Das nennt man, das ist keine Ignoranz. Es löst Ignoranz aus. Es ist seltsam. Es ist nur, dass man die Dinge auf die falsche Weise betrachtet. Aber ich habe das perfekte Bild für dich. Tada! Es ist so, weißt du, die Dinge auf die falsche Weise betrachten. Etwas Gutes passiert in deinem Leben und du betrachtest es auf die falsche Weise. Du denkst, es kam von der falschen Stelle und dann kämpfst du darum, kämpfe für deine Kinder, kämpfe für dein Land und das ist, weil du es nicht richtig siehst. Tut mir leid, dass ich auf dem Hund herumhacke. Dann wiederum an dieser Stelle im Text, Nagarjuna, Arya Nagarjuna, erinnert uns daran, uns mit den Ursachen und nicht mit den Ergebnissen zu beschäftigen. Welche hier ist das Bild und das kommt, wie gesagt, es kommt von einer echten Geschichte. Nacht für Nacht lief ich in eine kalte Wasserpfütze in der Küche. Ich war einfach zu faul, um unter der Spüle nachzuschauen. Jeden Tag, jede Nacht sagte ich will nicht, dass Veronika da reintritt. Ich kniete mich hin und wischte es auf und dann ging ich wieder ins Bett. Dann war sie in der nächsten Nacht wieder da und ich sagte, jemand sollte wirklich unter dem Waschbecken nachsehen. Kennst du dieses Gefühl? Jemand sollte unter dem Waschbecken nachsehen. Es ist einfach die pure Trägheit, Faulheit, totale Faulheit. Und wenn du weiterhin zu faul bist, darüber nachzudenken, woher all deine Probleme kommen, werden sie einfach weiterhin kommen. Du musst die Quelle finden. Wie habe ich es eigentlich repariert? Ja, so rate mal. Schau mal unter, ich habe Daniel eingeladen, um unter das Waschbecken zu schauen. Hey Daniel, willst du für eine Pizza rüberkommen? Ja, genau. Kannst du unter dem Waschbecken nachsehen? Ich weiß nicht, was da los ist. Ist das immer noch Vollheit? Ich weiß es nicht. Wie liegen wir in der Zeit? Lass mich mal sehen, wo wir hin müssen. Eine letzte Sache. Dann stoppen wir die erste Hälfte der Zusammenfassung. Jemand sagt, schau, wenn die Dinge keine eigene Natur haben, warum hat Buddha gesagt, dass sie eine haben? Warum in früheren Stadium seiner Lehrtätigkeit? Man kann sich die Lehrtätigkeit des Buddha so vorstellen. Grob kann man sie sich als 20-jährige Perioden vorstellen. Er unterrichtete, bis er etwa 81 Jahre alt war oder so. Man kann sich es vorstellen als einen Zeitraum von 16,5 Jahren. Im ersten Teil seiner Lehre, dem Abhidharma-Zeug ähnlich, sagt er einfach, hier sind die Arten von Farben, hier ist die Art der Wahrnehmung. Er hat keine große Sache daraus gemacht, ob das grün war oder ob es von mir kam. Er hat nicht darüber gesprochen. Er hat so viele faktische Objekte beschrieben, wie die 18 und die 12 und die 5, die Beschaffenheit der Welt, die verschiedenen Arten von Karmen. Er ging nicht darauf ein, ob sie von dir oder von mir kamen. Und dann im zweiten Teil seiner Karriere sagte er, nichts kommt von dir oder von mir. Dann im dritten Teil dieser Karriere sagte er, nun, vielleicht tut es manches, dann gibt es eine Diskussion bei Nagarjuna. Warum wurde Buddha? Weil der andere Kerl Nagarjuna angreift. Er sagte, Buddha hat nie etwas über keine Selbstnatur gesagt. 20 Jahre lang. Was? Hat er das vergessen? Warum redest du plötzlich davon? Und dann sagt Nagarjuna, es war warum hat Buddha nicht erwähnt, dass es keine Selbstnatur gibt? Sie waren nicht bereit. Sie waren nicht bereit. Die Schüler waren nicht bereit. Er musste sie bereit machen. Das war's schon. Welches große Thema ergibt sich aus dieser Tatsache? Die Kunst der Interpretation. Ja, genau. Die Kunst der Interpretation. Warum hat Buddha bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten seines Lebens nicht angesprochen? Und warum hat er Dinge sogar falsch dargestellt?
zu bestimmten Zeiten in seinem Leben. Cool. Was ist da eine tiefere Idee? Wenn du einen Lehrer siehst, der sich manchmal selbst widerspricht, woher kommt das? Woher kommt das? Von mir. Juhu! Ich sage immer, wenn dir mein Unterricht gefällt, kommt er von mir. Wenn du meinen Unterricht nicht magst, dann kommt er von dir. Wenn er dir gefällt, dann kommt er von mir. Wir führen die Zusammenfassung in der nächsten Klasse fort. Ziemlich gut, denke ich. Yeah!